Büroarbeit oder Sommersonne? Schau mal nach draußen. Die Sonne scheint richtig schön. Heute sind es 30 Grad. Ein perfekter Sommertag. Und wir sitzen drinnen. Hier ist es schön kühl. Mit Berichten und Tabellen. So ist das Büroleben. Der Sommer geht an uns vorbei. Sei nicht so negativ. Ich sollte am See sein. Und wer macht dann deine Berichte? Mein Zukunfts-Ich macht das. Dein Zukunfts-Ich wird nicht glücklich sein. Das stimmt wahrscheinlich. Genießen wir den Sommer einfach ein bisschen. Zum Beispiel, Mittagessen auf der Kaffeeterrasse, das klingt schön. abends spazieren gehen Besser als zu Hause sitzen. und Pläne für das Wochenende. Die Idee gefällt mir. Wir können in einen Park gehen. Oder ein Picknick machen. Siehst du? Jetzt lächelst du. Vielleicht ist der Sommer noch nicht vorbei. Genau. Wir brauchen nur einen guten Plan. Danke für die Motivation. Gern. Und jetzt wieder an die Arbeit. Erinnerungsspiele. Der Sommer aus der Dinosaurierzeit. Dieser Sommer ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes, es ist doch sehr heiß. Früher war es viel heißer. Jetzt geht das wieder los. Wir haben Eier auf dem Kopf vom Nachbarn gebraten. Das geht doch gar nicht. 2 Eier zum Frühstück. Ich glaube dir kein Wort. Die Straßen sind jeden Tag geschmolzen. Straßen schmelzen doch nicht. Sie wurden zu Heidelbeergelee. Heidelbeergelee? Die Lastwagen sind darin stecken geblieben. Die Geschichte wird immer verrückter. Der Fluss war noch heißer. Lass mich raten, er hat gekocht? Genau. Die Fische sind schon gekocht rausgesprungen. Mit Salz auch? Nein, nur mit Dill. Sehr praktisch. Wir haben sogar Mammuts am Strand gesehen. Mammuts am Strand? Sie wollten ein Eis. Na klar. Wir sind zur Abkühlung in die Wolken gesprungen. Wolken sind keine Schwimmbäder. Diese Wolken waren etwas Besonderes. Ich gebe auf. Gute Entscheidung. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Geschichte endet und die Fantasie anfängt. Hallo Sommer, der letzte Schultag. Wir haben es geschafft, Sophie. Ja, die Schule ist endlich vorbei. Keine Hausaufgaben mehr. Nicht mehr früh aufstehen. Das ist richtig schön. Ich bin heute so glücklich. Was machst du im Sommer? Ich möchte in die Fahrschule gehen. Das klingt spannend. Und ich bin im Juli in einem Ferienlager. Schön. Ich fahre ans Meer. Du hast Glück. Ich freue mich schon aufs Schwimmen. Ich freue mich schon auf neue Leute. Diese Ferien haben wir verdient. Ja, wirklich. Erinnerst du dich an die Mathearbeit im März? Ja, die war schrecklich.
Wir waren so nervös. Jetzt können wir darüber lachen. Der Sommer wird toll. 3 Monate Freiheit. Und abends Videospiele. Und viele schöne Sachen im Ferienlager. Schick mir Fotos aus dem Ferienlager. Nur wenn du mir Fotos vom Meer schickst. Abgemacht. Wir können auch am Wochenende telefonieren. Gute Idee. Ich werde unsere Gespräche vermissen. Ich wünsche dir einen tollen Sommer, Sophie. Dir auch. Bis zum Herbst. Der Kampf gegen ein leckeres Eis. Hier ist dein Eis. Wow, das ist riesig. Pass auf, heute ist es sehr heiß. Ich schaffe das. Schau, es schmilzt schon. Oh nein, es läuft weg. Schnell die rechte Seite. Ich versuche es. Schneller, Kapitän. Das ist eine große Mission. Ein Tropfen läuft runter. Ich sehe ihn. Schnapp ihn, bevor er weg ist. Geschafft. Sehr gut. Warte, jetzt schmilzt die linke Seite. Los, die linke Seite. Ich muss schneller sein. Das Eis gewinnt. Heute nicht. Du hast Eis an der Hand. Und auf meinem T-Shirt. Und auf deiner Nase. Der Kampf ist schwer. Weiter so. Wir können noch gewinnen. Ich glaube an uns. Pass auf, das größte Stück fällt runter. Nein, Es ist auf meinem Schuh gelandet. das Eis hat gewonnen. Aber es hat Spaß gemacht. Hitze in der Stadt. Keine Klimaanlage. Hier ist es so heiß. Die Klimaanlage ist kaputt. Das passt gar nicht. Und draußen ist es auch sehr heiß. Ich fühle mich wie eine Ofenkartoffel. Eine sehr unglückliche Kartoffel. Wir brauchen einen Plan. Ich habe eine Idee. Erzähl. Stell Eis vor den Ventilator. Das klingt gut. Ich habe das im Internet gesehen. Dann stimmt es bestimmt. Wir können auch nasse Bettlaken aufhängen. Vor die Fenster. Ja, wie echte Hitzekämpfer. Ich bin bereit. Kalte Duschen helfen auch. Ich habe heute schon 3-mal geduscht. Dann eben 4-mal. Wir müssen den Vermieter anrufen. Auf jeden Fall. Die Klimaanlage muss repariert werden. Und er soll dafür bezahlen. Wir schicken Fotos. Und ein Video, wie wir schmelzen. Guter Beweis. Ein sehr dramatischer Beweis. Komm, wir rufen ihn jetzt an. Bevor wir zu Suppe werden. Mode kaufen. Bereit für die Strandsaison. Hallo, ich brauche heute Hilfe. Gern. Was suchen Sie? Ich fahre bald in den Urlaub. Das klingt schön. Ich brauche Kleidung für den Strand. Ich zeige Ihnen ein paar Sachen. Dieses Kleid sieht schön aus. Es ist aus leichtem Leinen. Es ist sehr bequem. Es ist perfekt für heiße Tage.
Wie finden Sie diesen Bikini? Die Träger kann man verstellen. Das ist sehr praktisch. Viele Kundinnen mögen dieses Modell. Ich bin bei der Größe nicht sicher. Wir können eine andere Größe probieren. Gute Idee. Wie sitzt er jetzt? Viel besser. Super. Schauen Sie sich auch diese Sandalen an. Sie sind sehr weich. Damit können Sie stundenlang laufen. Perfekt für die Strandpromenade. Sie passen auch zum Kleid. Sie haben einen guten Geschmack. Danke. Gern geschehen. Ich glaube, ich habe alles gefunden. Wunderbar. Gehen wir zur Kasse? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub und viel Sonne. Winterfan gegen Sommerfan. Ich hasse diese Hitze. Ich liebe dieses Wetter. Ich schmelze. Ich komme gerade vom Strand. Das sehe ich. Du bist viel zu gut gelaunt. Die Sonne gibt mir Energie. Die Sonne nimmt mir die Energie. Warum hältst du eine Packung Tiefkühlerbsen? Das sind jetzt meine besten Freunde. Das ist etwas komisch. Das sagt jemand, der 35 Grad mag. Der Sommer ist toll. Der Sommer ist ein großer Backofen. Der Winter ist schlimmer. Nein, der Winter ist perfekt. Du brauchst 5 Pullover. Aber ich kann mehr anziehen. Im Sommer kannst du schwimmen. Ich kann nicht im Schwimmbad wohnen. Du kannst jeden Tag Eis essen. Das Eis wird nach 2 Minuten zu Suppe. Im Sommer lächeln die Leute mehr. Weil sie von der Hitze ganz durcheinander sind. So ist das nicht. Schau mich an, ich rede mit Tiefkühlerbsen. Da hast du recht. Im Winter gibt es Schnee und heiße Schokolade. Im Sommer gibt es Strände und Sonne. Dann sind wir eben anderer Meinung. Na gut. Aber deine Erbsen tauen schon auf. Familienglück im Park. Das perfekte Picknick. Dieser Platz ist perfekt. Ja, unter diesem großen Baum. Legen wir die Decke hier hin. Gute Idee. Schau mal den Drachen dort. Er fliegt ganz hoch. Und der Hund rennt herum. So viel Energie. Haben wir genug Sandwiches? Ich habe 8 gemacht. Das reicht vielleicht nicht. Vielleicht hast du recht. Unser Söhnchen bekommt sehr schnell Hunger. Vor allem nach dem Rennen. Haben wir das Sonnenspray dabei? Ich schaue mal in die Tasche. Bitte sag ja. Ja, hier ist es. Super. Problem gelöst. Was machen wir nach dem Essen? Vielleicht Badminton spielen? Das klingt gut. Ich liebe solche ruhigen Tage. Ich auch. Kein Stress. Kein Lärm. Nur Familie und frische Luft. Und kalte Limonade. Ich glaube, unser Sohn hat das Essen gerochen. Schau, da kommt jemand angerannt. Komm her, kleiner Champion.
Jetzt kann das perfekte Picknick beginnen. Laufen gegen die Hitze auf der Suche nach kühler Morgenluft. Guten Morgen, Leon. Morgen, es ist jetzt schon heiß. Wir sind erst 2 Kilometer gelaufen. Und ich schwitze schon. Der Juni ist richtig heiß. Zu heiß zum Laufen. Mein Herz arbeitet heute ganz schön. Meins auch. Hast du genug Wasser dabei? Ja, eine große Flasche. Gute Idee. Du solltest auch mehr trinken. Ich weiß, die Hitze ist heftig. Die Luft ist schwer. Laufen ist jetzt viel anstrengender. Mein normales Tempo ist weg. Bei mir auch. Dieses Wetter nimmt uns die Energie. Und das Training bringt weniger. Es kann sogar gefährlich sein. Wir brauchen einen besseren Plan. Ich habe eine Idee. Erzähl. Wir starten viel früher. Wie früh? Um 5 Uhr morgens. Das klingt hart. Weniger schlimm als diese Hitze. Stimmt. Machen wir das. Super. Das nächste Mal laufen wir vor Sonnenaufgang. Sonnenbrand am Strand. Opfer der Julihitze. Bitte vorsichtig, das tut weh. Du siehst aus wie ein riesiger roter Hummer. Das ist gar nicht lustig. Ein bisschen schon. Mein Rücken brennt. Das nennt man Sonnenbrand. Ich glaube, ich leuchte. Vielleicht kannst du als Lampe arbeiten. Sehr witzig. Bleib ruhig, ich mache Creme drauf. Aua, ganz vorsichtig. Du hättest Sonnencreme nehmen sollen. Ich dachte, das geht schon. Die Sonne war anderer Meinung. Ich war doch nur ein paar Stunden draußen. 6 Stunden sind nicht ein Paar. Ich habe einen Fehler gemacht. Einen sehr roten Fehler. Ich fühle mich wie in einem Vulkan. Wir könnten ein Ei auf deinem Rücken braten. Bitte nicht. Ich sage nur, das wäre möglich. Wird das wieder gut? Ja, aber deine Haut geht ab wie bei einer Schlange. Das klingt schrecklich. Es sieht auch lustig aus. Ich verspreche, ich kaufe Sonnencreme. Gut. Kauf eine große Flasche. Nein, ich kaufe gleich eine ganze Kiste. Das ist das Klügste, was du heute gesagt hast.